Es gibt Institutionen auf der Welt, die sehr stark fokussieren, dass Alkohol und damit auch der Wein, also alkoholische Getränke, ein großes Krebsrisiko seien. Nun muss man sagen, es ist eigentlich nicht der Alkohol per se, der im Verdacht steht, sondern das Abbauprodukt im Körper, das heißt Acetaldehyd. Aber man muss in der Tat, wenn man in die Wissenschaft geht, wirklich unterscheiden. Denn es gibt viele, viele Studien, die zeigen, dass eben die Art und Weise des Trinkens, also das Trinkmuster, aber auch die Art der begleitenden Ernährung und die Art des Lebensstils einen enormen Einfluss haben. Und so hat sich gezeigt in vielen Studien, dass Weinkonsum im Sinne einer mediterranen Ernährung gar kein Krebsrisiko ist, sondern in vielen Studien entweder kein Risiko gezeigt wird oder manchmal sogar ein leicht gemindertes Risiko für Krebs gezeigt wird. Das wird leider Gottes immer unter den Tisch gekehrt und es wird so getan, als seien alle alkoholischen Getränke mit jeder Art der Trinkweise identisch, und das ist absolut falsch. Die mediterrane Ernährung, es gibt viele Mythen darüber und eigentlich gibt es gar nicht die mediterrane Ernährung. Es sind ja viele verschiedene Länder und auch unterschiedliche Kulturen. Das geht ja von im Süden Spaniens, Gibraltar, bis nach Beirut. All diese Anrainerländer am Mittelmeer haben eine mediterrane Küche. Was ganz typisch ist, dass es eben einen hohen Anteil an Gemüse, an Salaten, an Beeren, an Pilzen in der Nahrung gibt, typischerweise auch frisch gekauft und zubereitet und nicht konserviert. Dazu kommt natürlich der Fisch und das Fleisch, das Geflügel, die Eier, die Milchprodukte und natürlich, das sind alles weinbautreibende Länder und dort spielt Wein in der traditionellen Ernährung in der Kultur eine ganz große Rolle. Und interessanterweise sind das alles Länder, in denen eben Wein relativ moderat konsumiert wird, zwar regelmäßig, aber mäßig, und das sich betrinken ist dort eigentlich out oder war schon immer out. Das ist ein ganz wichtiges Charakteristikum dieser typischen mediterranen Ernährung. Täglich ein wenig Wein zum Essen, zum richtig gesunden Essen, und der Wein macht es dann noch gesünder. Krebs ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, viele Einflussfaktoren kommen zusammen oder müssen zusammenkommen, basierend auf einer gewissen Genetik, um überhaupt Krebs entstehen zu lassen. Also es gibt nicht eine Ursache. Und wenn man sich die Studien zum Alkoholkonsum und Krebs anschaut, dann sieht man, dass in den Studien, in die zum Beispiel die körperliche Aktivität berücksichtigt haben, ob Menschen inaktiv leben oder moderat aktiv leben oder eine hohe körperliche Intensität im täglichen Leben haben, da findet man, dass bei hoher körperlicher Intensität zum Beispiel der Alkohol kein Krebsrisiko oder ein nur verschwindend geringes Krebsrisiko darstellt. Ein anderer wichtiger Einflussfaktor ist das Thema Übergewicht und Fettleibigkeit. Wir leben ja leider Gottes in einer Zeit, in der immer mehr Menschen immer früher, immer fettleibiger werden, und dieses, auf Deutsch Fettleibigkeit, in der Fachsprache Adipositas, ist ein enormer Risikofaktor für Krebs. Und in diesen Studien zum Alkoholkonsum und Krebs sind leider Gottes in vielen Studien ist nicht mal das Thema Körpergewicht oder Körpermasse, Fettmasse, Art des Übergewichtes berücksichtigt worden. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel Sonne, Vitamin D-Bildung. Menschen, die genügend Sonne haben, genügend Vitamin D bilden, haben ein geringeres Krebsrisiko. Auch das ist nicht berücksichtigt in den Studien. Und so könnte man noch viele weitere Faktoren aufzählen. Und all das spricht ja auch dafür, dass diese typische mediterrane Lebensweise eben mit genügend Sonne, mit genügend Schlaf, auch unter Umständen eine Siesta, gepaart mit viel Gemüse, Salaten, Beeren, Pilze, Fische, Nüsse und ein Glas Wein dazu optimal für den Menschen ist.